Ich bin seit ungefähr 10 Jahren im Krishna-Bewusstsein. For 10 years in Krishna consciousness. Bin wie viele in der ISKCON gejoint. He joined ISKCON. So, und jetzt im Laufe der Zeit ist so mein iṣṭa-deva hat sich präsent mehr Śrīla-Deva offenbart. So after some time his iṣṭa-deva, which is he feels like is Narasimha. So kam auch das Deity zu tun. Wie soll ich es handeln? Ich habe einen Guru, mein Guru ist Prahlāda and Dhruva. Und die meisten Gurus allgemein, dieses Thema ist, dass wir mehr Radha Kṛṣṇa als das Hauptziel sehen. Mainly in Gauḍīya tradition, mainly in Gauḍīya tradition, gurus, iṣṭa-deva is Radha Kṛṣṇa, so he has some Kṛṣṇa model, Narasimha. Und genau, und Śrīla-Deva wird mehr als Schutzpatron. And he's more worshipped as a protector than as a main deity. Aber meine Gefühle für die Śrīla-Deva und auch die Anziehung, die er für mich hat, ist eigentlich, dass die Śrīla-Deva mein Ziel ist. But he feels like it is more that he feels towards Narasimha to be his soul and supreme Lord instead of worshipping Lord. So, wie kann ich jetzt trotzdem wachsen mit meinem Guru zusammen? How I can still grow with my teacher and in the Gauḍīya tradition. That's a good question. You know, I hope you figure it out someday. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, du findest es raus. Well, if you allow me. Ja. So, wenn du erlaubst. First off, everything you said isn't right. Also das erste, was er gesagt hat, ist nicht ganz richtig. If you go to Gujarat, for example, wenn du nach Gujarat gehst zum Beispiel, you'll find thousands and thousands of people worshipping Balakṛṣṇa. Wenn du nach Gujarat gehst, dann wirst du sehen, dass dort in die ganz Tausende von Leuten Balakṛṣṇa, eine kleine Form von also eine Art von Krishna, eine jugendlichen Form. Ja. Does that mean that the majority of the people in Gujarat are Vatsalya Bhaktas? Und glaubst du, dass deswegen, nur weil so viele Leute das kleine Kind Kṛṣṇa verehren, dass dass es nur die Leute gibt, die in diesem Vatsalya-Ras haben? These are particularly I'm speaking about ladies in Gujarat. Speziell die Frauen natürlich, weil die Kṛṣṇa als ihr Kind sehen. Vatsalya ist dieser elterliche Austausch sozusagen. Now, let me just stop that thought for a minute and introduce another. So, Mahāprabhu, he worships Narasiṅgha. You, any other men here have deities of Narasiṅgha, Yoga Narasiṅgha, Lakshmi Narasiṅgha, Ugra Narasiṅgha? Jemand von euch, abgesehen von uns, noch Narasiṅgha zu Hause? Well, another one. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now, any of the ladies here have an Ugra Narasiṅgha deity? Any of you have Ugra Shaligram? Big mouth, big teeth. Huh? Hat jemand von euch eine Ugra, eine spezielle Form? Ist es das als die verehrt wird? Eine sehr zornvolle Form von Narasiṅgha, die von den speziell von den Frauen? Hat jemand von euch zu Hause ein Shaligram von dieser Form? So the answer is no, right? Keiner von denen. So could this be a guy's thing? Könnte das eigentlich nur eine Sache sein, nur für Männer? This worship of Narasiṅgha is pretty much a guy's thing. Das ist mehr oder weniger so eine Sache für Männer, oder? But that's just due to your material conditioning. You have a particular type of an attraction. Das kommt daher, dass du durch deine Bedingungen sozusagen eine spezielle Anziehung hast, materielle Bedingungen. Now, through the worship of that particular deity, you may find out what your deeper, eternal swarup is. Durch diese Verehrung zu Narasiṅgha wirst du aber schon deine tiefere Beziehung deine wirkliche Beziehung zu Gott entwickeln können. And you might be surprised when that day happens. Und du wirst dich sehr doll wundern, wenn dieser Tag kommt. But moreover, if you go to, say, a group and you go in a brahmachari ashram and they're reading about Kṛṣṇa, more chances than not they're reading about Kṛṣṇa killing, ripping some demon's head off. Also wenn du zum Beispiel in eine Brahmachari-Gemeinde gehst und die dort dann ein spezielles Lila lesen, wie
eben, genau, das ist so Geschichte, wo eben Kṛṣṇa kommt und den Dämonen tötet auf eine ganz krasse Art und Weise. No, I'm talking about particularly in the beginning, and unless somebody guides you differently, and you go into the girls section and they're reading about Kṛṣṇa and the gopis and his pastimes with the gopis. Und wenn du dann zu den Frauen mehr gehst, die werden dann hauptsächlich eben mehr diese Gopi-Geschichten lesen. Or Mother Yasoda's pastimes. Oder speziell die Erzählung, wo Kṛṣṇa verehrt wird von seiner Mutter. So in the beginning, our attraction to a particular iṣṭa-deva is often very strongly guided by our material tendencies, even our material conditioning and coverings. Es hängt also am Anfang doch sehr davon ab, wie wir materiell bedingt sind durch unsere materiellen Umstände, und es hängt oft, es kommt eben, da haben wir unseren ersten Eintritt sozusagen in die Spiritualität. So I'm not trying to correct you, I'm just giving you some additional information. Ich gebe dir sozusagen, möchte ich jetzt nicht korrigieren, aber ich gebe dir sozusagen erstmal die Vorinformation so. Then another thing, which was not exactly right, is actually we're not worshiping Lord Narasingha to protect us from some demons coming through the door or anything. You'd be best off to get an alarm system and a baseball bat and a gun. Also wir verehren nicht deswegen Narasingha, um irgendwelche Feinde von uns fernzuhalten oder besser ist, du hast eine Alarmanlage an deiner Tür, um dich zu beschützen davor. Look at Vijayanagar. They had Narasingha deity 25 feet tall, Yoga Narasingha. They're doing everything so paka for, and the Muslim army came out of nowhere and just killed everybody and destroyed the deity and everything. Also es gibt dann eine Geschichte in Vijayanagar, das ist eine alte große Hindu-Dynastie gewesen in Südindien. Die haben am Eingang ihrer großen Stadt ihre sehr, sehr großen Yoga Narasingha Deity installiert, und 20 Jahre später sind trotzdem die Moslems gekommen und haben alles zerstört und kaputt gemacht. So there are several reasons for Gauḍīya tradition to worship Lord Narasingha. So, es gibt da mehrere Gründe, warum wir in der Gauḍīya-Tradition Narasingha verehren. One is that he has one or more places of Lila in the Navadvip Greater Dham, like Narasimha. Der verschiedene Lila-Plätze, also die Plätze, an denen sozusagen göttliches Spiel stattgefunden hat, direkt in den größeren Bereich von Navadvip, zum Beispiel Narasingha Pali. There's a Narasingha temple at Mahāprabhu's birthplace, because when Narasingha comes to the Mangal Artik, and Bhakti Vinod, understanding this or realizing this, he then established a deity there. It's not to protect anybody. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte, wo Bhaktivinoda Thakur ein Lakshmi Narasingha Deity installiert hat an dem Geburtsort von Mahāprabhu, weil er verstanden hat, dass Narasingha zu der Morgenarti daran teilnimmt, und das hat gar nichts mit Schutz oder sowas zu tun. In the whole of Vrindavan, there are actually no really, you may find a Narasingha temple, but that's not in any bona fide line. In the whole of the Braj, there is no Narasingha as the protector of the Braj. Also in ganz Vrindavan gibt es im Grunde genommen keinen richtigen großen Narasingha Deity, der sagt, der beschützt jetzt den heiligen Dham. But there are deities and Shiva Lingams. There are four main ones, and those are Shiva is the protector of the Dham. Shiva is the guard of the Rasa Lila dance, not Lord Narasingha. Und in dem Fall gibt es aber da ganz 4 Haupt-Shiva-Lingams, die den heiligen Dham beschützen, speziell den Rasa-Tanz oder der Rasa Lila, der da stattfindet, und das wird von Shiva, nicht von Narasingha. But you don't find devotees worshipping really Shiva Lingam. There are a few people, a few places, but you don't find Western devotees with the Shiva Lingam, because in the beginning we learned, or we stepped off on the foot that Shiva's a demigod, and the demigods are almost evil. Ja, so, du wirst kaum Devotees finden, die viel jetzt Shiva verehren, weil am Anfang, wenn wir Bhakta geworden sind, da lernen wir, dass Shiva ein Halbgott ist und der eigentlich mehr oder weniger schon nah an einem Dämonen dran, und den verehrt man nicht, und so in der Art ungefähr. But in Mayapur and in many Vaishnava temples around India, they worship Shiva Lingam, they worship Shiva. Aber in Mayapur gibt es einige Shiva-Lingams, und dort wird auch Shiva eben verehrt. So, Lord Narasingha is not the protector of the external symptoms of this world, he's the protector of our heart and the remover of anarthas. So, Narasingha ist im Grunde genommen eigentlich der Beschützer unseres Herzens und derjenige, der die Anarthas oder die Anhaftung herausreißt.
Now in the Śrīla Lila, and if you look at the Bhagavatam, you see various pictures, and then you see this one picture where Hiranyakashipu throws Prahlāda off the cliff, and who catches Prahlāda? Und im Bhagavatam seht ihr ein Bild, was gezeichnet ist, wo Prahlāda von einem großen Berg runtergeworfen wird, um eben um getötet zu werden. Und darunter ist eine Form, die Prahlāda auffängt. So, wer beschützt dort Prahlāda? Wer ist es? Well, if you look at the picture, Kṛṣṇa catches Prahlāda. Have you ever seen that picture? The picture I'm talking about in the Bhagavatam? Habt ihr das gesehen, das Bild im Bhagavatam, wo Kṛṣṇa unten so steht und Prahlāda auffängt? Prahlāda doesn't even know who Kṛṣṇa is. He's a Vaikuntha Bhakta. Er ist ein Vaikuntha Bhakta. Er kann eigentlich Kṛṣṇa So in der Form nicht who kennen. caught Kṛṣṇa? So, wer hat who caught Prahlāda? Ah, sorry. Who caught Prahlāda? Wer hat Prahlāda aufgefangen? Wer ist es? Vishnu? Narasimha? Varaha. Varaha, Narasimha. Narasingha didn't catch him because he didn't know who Narasingha Mahārāja was. But Prahlāda's a Vishnu Bhakta, and Varaha is the one who caught. So, Prahlāda ist Prahlāda ist ein Vishnu Bhakta und deswegen hat ihn sozusagen auch Vishnu in der Form als Varaha aufgefangen. So you begin to put some of these pieces together, and you can see that maybe we don't have the exact picture clearly of what we're doing and who we're worshiping and why. Und wenn du jetzt so diese ganzen Teile zusammensetzt, dann wirst du feststellen, mehr und mehr, dass wir eigentlich gar nicht so richtig verstehen, wen wir da eigentlich verehren und warum wir auch das verehren. Now, in a certain level, Lord Narasingha does protect his devotees. He protects Prahlāda, doesn't he? Also, und in bestimmten Umständen beschützt uns schon das Narasingha und er wird ja auch von Prahlāda dann auch, also Prahlāda wird auch von Narasingha dann beschützt. Now, Mahāprabhu can tell you he's traveled a lot in India and seen a lot of temples of Narasingha and a lot of homes of Sri Vaishnavas and everything like that. And he can tell you that little to nobody will keep a picture of Ugra Narasingha in their home. Und es gibt in Südindien halt eben viele Leute, die Narasingha verehren, aber die meisten haben kein Ugra Narasingha Bild bei sich zu Hause. But in the West, everybody's trying to get an Ugra Narasingha deity. Ja, aber im Westen, dann denken viele Devotees, sie könnten Ugra Narasingha bei sich zu Hause haben. So if Kṛṣṇa appeared in this doorway, we might think, well, who is that beautiful boy? Und wenn jetzt Kṛṣṇa an dieser Türschwelle erscheinen würde, würden wir denken, oh, was für ein schöner Junge steht denn da, wer ist das? If Ugra Narasingha appeared in that doorway, we would run right through that wall to escape and get out of here. Und wenn Ugra Narasingha da an dieser Türschwelle erscheinen würde, würden wir direkt durch die Wand gehen, um da vor ihm zu flüchten. So the question, if we really want to question ourselves, is how much we're really worshiping Kṛṣṇa or Narasingha or whichever deity is chosen, and how much we're actually in that worship still at the plane of satisfying ourselves. Und wenn wir uns jetzt so wirklich fragen, in der Form der Verehrung, wie weit verehren wir die Form oder befriedigen wir uns eigentlich nur selbst damit? Oder ja, so eine Art Zufriedenstellung unser Selbst. And it's true, in Vrindavan, nobody chants Narasingha mantras, particularly in Gauḍīyas. In ISKCON, they do. Und es ist auch wahr, dass in Vrindavan, speziell in der Gauḍīyas, kaum Narasingha Mantras und Sachen gechantet werden, oder so gut wie nicht. So and there's ontological or spiritual reason why. But when Mahāprabhu was on tour of South India, he chanted Narasingha mantras, he visited Narasingha temples. Das hat zwar alles eine Begründung, und wenn Mahāprabhu dann nach Südindien gegangen ist, hat er auch Narasingha Mantras gechantet und Tempel von Narasingha besucht. Now, there's a painting of Mahāprabhu listening to Gadadhar recite the Bhagavatam. It's an old painting, it's a debatable painting, but it shows Haridas Thakur looking through a bush. It shows some laundry hanging in the background. It's a sketch, and it was kept in the library of the king of Jagannath Puri, and it's taken to be like an original drawing that someone drew, how Haridas comes and Mahaprabhu sits, and Nityananda is also sitting, I think, in that, and Gadadhar is reading, and Ramananda Roy is in the picture. Yeah, there's Mahaprabhu associates. Also da gibt es ein sehr altes Bild in Puri, wo das Lila dargestellt wird, wie Mahaprabhu sozusagen hört, wie Gadadhar ihm das Bhagavatam, Bhagavatam rezitiert, und dann diese Darstellung ist auch so, dass Haridas durch den Busch schaut und dass Nityananda ist mit auf dem Bild. Das ist ein sehr altes Bild.
Dieses Bild ist, wird oft hinterfragt, ob es authentisch ist oder nicht, aber sagen wir mal sehr alt. So the question is, what part of the Bhagavatam, or maybe they're reading the whole thing, but the question is, what are they reading? They're reading the book, but what part of the book are they reading? So die Frage ist, Sie lesen das Bhagavatam, das ist klar, aber was für ein Teil des Bhagavatam lesen Sie da? Das ist die Frage dabei. Similarly, I'll stop that story and go to another time, hundreds of years later. You have Gauḍīyas Das Babaji. Und ich höre jetzt auf mit dieser Geschichte und springe mehrere Jahrhunderte voraus und spreche über Gauḍīyas Das Babaji. And he couldn't read. Und der konnte So nicht he lesen. would have others read the Bhagavatam to him. Und er hatte andere Leute, die für ihn das Bhagavatam vorlasen. So the question is, well, maybe what was his favorite part of the Bhagavatam? What did he read? Welchen Teil hat er am meisten gemocht und welchen Teil hat er am liebsten gehört? And the answer is that he read over and over and over and over and over and over again the stories of Prahlāda and the stories of Dhruva Maharaj. Und diese Geschichten, die er immer wieder gehört hat, war die Geschichte von Prahlāda und von Dhruva Maharaj. Not Gopi Ras. Und keine Gopi Not Rasa. Rasa Leela. Kein Rasa Tanz. And the same with Mahāprabhu and Gadadhar Pandit. Now I'm sure they did read many sections of the Bhagavatam. But traditionally it's said that Mahāprabhu liked to read over and over, to hear over and over the pastimes of Prahlāda and the pastimes of Dhruva. Und es ist auch belegt, dass Mahāprabhu hat garantiert all den Teil der Bhagavatam gehört, aber hauptsächlich hat er eben diesen Teil von Prahlāda und von Dhruva gemocht und ihn gehört. Because these pastimes definitively mark where pure bhakti begins. Denn in diesen Geschichten wird genau besprochen, wo eigentlich Bhakti wirklich anfängt. And without being firmly established in pure bhakti, it is basically a waste of our time to try and hear over and over and over so many other higher, more intimate leelas of Kṛṣṇa and Goloka and so forth. So, wenn wir keine richtige Basis haben, dann ist die Geschichten von anderen höheren Lilas zu hören noch eine Zeitverschwendung, oder ist also, ja. But there is a man. Now, when we say hearing, there's two types. We're hearing, and then there's like discussion. You know, there's like discussion. Zwei Arten von Hören, also eines Hören, richtig, und das andere ist eine Diskussion führen. And then there's just when the reading is going on, everybody's hearing, and there's no discussion. What do they call that, Gary? Parayana. Parayana. Okay. Ja. The Gauḍīya tradition, when going to hear about the things higher in the Leela of Kṛṣṇa, it's Parayana. No conversation. No comment, please. Just sit, listen. Vyas will speak. Rupa Goswami will speak. They speak, we listen. End of story. Not open for discussion. Und dann gibt es die andere Form des Hörens, ist eben nur eben hören und nicht darüber diskutieren. Und in der Gauḍīya-Tradition ist hauptsächlich dieses Parayana, so wird es genannt, das Rezitieren des Bhagavatams und nur das Zuhören, das Aufnehmen dieses Klanges. Das ist der Hauptthema. So there are exceptions where devotees, Mahāprabhu, would be discussing some other Leela of Kṛṣṇa, but who is he discussing it with? Und dort gab es natürlich auch Momente, wo Mahāprabhu dann wirklich auch intimere Leelas mit seinen Schülern besprochen hat, aber mit welchen von diesen Schülern? He only discussed the higher Leela of Kṛṣṇa with a handful, 2, 3, maybe four souls. Two are mentioned, Ramananda Roy and Swarup Damodar. And he would not discuss more intimate matters with even other pure devotees. Und diese ganz wenig ausgesuchten, das waren eben Ramananda Roy und Swarup Damodar, und die hat er ganz speziell ausgewählt. Sonst hatte er sehr, sehr selten sowas mit anderen geteilt, auch selbst mit rein Geweihten. So the Gauḍīya mood for higher Leela must be heard from a higher type of devotee. It is not open for discussion when we are still at a lower stage and have anarthas or attachments in this world. It is not open there. When somebody used to do that in the time of Bhakti Siddhanta, he would think it an interference in the Leela of Kṛṣṇa. Just reading it, an unqualified person, he took it as an interference. I'll explain how that's so. Dass zum Beispiel die speziellen Themen, so die höheren Leelas, dass die nicht sozusagen miteinander ausgetauscht wurden,
speziell Bhaktisiddhanta hat darauf Wert gelegt, dass das nicht getan wird. Und wenn es von Leuten gemacht wurde, die nicht qualifiziert waren für diese höheren Lilas, dann hat er es als eine Interference, also sowas wie, Interference, kann man das in Deutsch perfekt übersetzen. Das bedeutet so viel wie Hindernisse. Even hindering it. Ja, also so als von Hindernissen so ins Weg, in den Weg legen von Bhakti. So, because we Gauḍīyas consider the name of Krishna is non-different than Krishna. Und wir verstehen als Gauḍīyas, dass der Name Krishnas ist nicht verschieden von Krishna selbst. A picture of Krishna is non-different than Krishna. So Krishnas Bild selbst ist nicht verschieden von Krishna. And the Leela of Krishna is non-different than Krishna. Und das Lila von Krishna ist auch nicht verschieden von Krishna selbst. So when he would, sometime he found out that one of his disciples was reading Rasa Leela or something, he would be very upset about that. Und wenn Bhaktisiddhanta herausfand, dass einer seiner Schüler etwas über das Rasa Lila oder viel darüber gelesen hat, dann wurde er sehr unzufrieden damit. For him, the Leela in the book and the eternal Leela, they're non-different. Für Bhaktisiddhanta war die Bhagavatam-Erzählung über den Rasa Lila nicht verschieden von den Lilas, die ewig im heiligen Land stattfindet. And he would say, why are you going there? You are creating a disturbance there. You are not fit for that plane. Don't try to go there. Warum gehst du dahin? So eine Art bildliche Vorstellung. Warum gehst du in dieses Lila rein? Du bist da nicht für geeignet. Du hast da nichts zu suchen. He had a saying in Bengali, I don't know how it's put, but in English it means, he used to say, these big topics don't look good in your small mouth. Da gab eine englische oder einen bengalischen Vers dafür und er hat gesagt, diese riesengroßen Themen sehen nicht gut aus in deinem kleinen Mund. So anyway, this is some information there. So I have Narasingha deity, big one, weighs 3 tons, 2.5 tons. I have gold ones, silver ones. I have maybe 150 Narasingha Shaligram Śrīlas. Also er erzählt darüber, dass er jetzt sozusagen ja selber auch einen sehr großen Yoga-Narasimha hat in Südindien, der mehrere Tonnen wiegt, also fast 3 Tonnen wiegt, dass er einen goldenen, einen silbernen hat und diese verschiedenen Formen von Narasingha-Deva. Because I have a lot of anarthas, I need a lot of help to clean the heart. Denn er sagt, er hat viele Anhaftungen und die müssen alle aus meinem Herzen rausgerissen werden. Now consider also, if you worship Lord Narasingha to protect you, then in effect you're asking him to be your servant. Und bedenke auch, wenn du denkst, dass Narasingha als dein Protektor sozusagen immer da sein soll, dann ist es so, wie als wenn Narasingha dein Diener zu dir wird. But the whole goal is to become his servant. So we're not asking the Lord to protect us. Aber das ganze Konzept sozusagen ist eigentlich, dass wir verstehen, dass Narasingha we're not asking the Lord to become our servant to protect us. Ja, und wir wollen eigentlich nicht, dass der höchste Herr sozusagen unser Diener wird, um uns zu beschützen. But because we feel quite helpless and sometimes even alone, we will request the Lord to please help us in this struggle for purification. There are some things that only the Lord himself can remove from our heart. We can't even do it ourselves. Es gibt aber natürlich auch Umstände, wo wir verstehen, dass es gibt Dinge, die wir selbst aus unserem Herzen nicht rausreißen können. Und deswegen bitten wir auch darum, eben, dass der Herr sozusagen kommen möge, um uns da zu helfen. Now, in one of my ashrams in India, I also have the deity of what is known as Prahlāda and Dhruva. In einem meiner Ashrams in Südindien habe ich eine spezielle Form von Kṛṣṇa, Prahlāda and Dhruva. That means Kṛṣṇa dancing on Kaliya. Und das bedeutet, Kṛṣṇa tanzt auf Kaliya, den Schlangen. Sometimes devotees say Kaliya Kṛṣṇa, but Kaliya is not a consort of Kṛṣṇa, therefore you don't say Kaliya Kṛṣṇa, you say Kṛṣṇa dancing on Kaliya. Kaliya Mardana means to dance. So, Kaliya aus dem Lila ist sozusagen kein Beigeselle von Kṛṣṇa, sondern Kṛṣṇa ist ja erschienen, um sozusagen dieses Lila oder diese Schlange zu unterwerfen, und deswegen sagt man Kaliya Mardana, also der Tanz Kṛṣṇas an
Kaliya. So this particular deity is called a Leela Vigraha, because there is a Kaliya Ghat in Vrindavan, where Krishna chastised Kaliya. Deswegen ist dieser Deity ist ein spezieller Lila Vigraha, also eine spezielle Form, die man mit dem Lila verbindet. Und es gibt in Vrindavan auch einen Platz in Kaliya Ghat, an dem Kṛṣṇa dieses Lila vollzogen hat. And in this pastime of Krishna, it's pre-Madhurya Ras pastimes. Und dieser Teil, in dem Kṛṣṇa sozusagen sein Lila vollzogen hat, ist ein Vorgänger des eigentlichen Rasa-Tanzes, des Rasa-Lilas. So while Krishna is chastising Kaliya, he's also showing the gopis, see what an expert dancer I have become. Und währenddessen er Kaliya auch zurechtweist, zeigt er den Gopis, was ich für ein toller Tänzer geworden bin. So he's giving it's like a sneak preview, you know. Und er zeigt, see my dancing, and we will be dancing. Und er zeigt damit sozusagen, oder weist auf die Zukunft hin, darauf hin, dass schau, wie ich toll tanzen kann, und ihr werdet diesen Tanz nochmal mit mir erleben. So someone asked, so why does your ashram have a Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa deity? Und dann wird einer fragen, wieso habt ihr denn Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa Deity bei euch im Ashram? And the answer is, when we bought this little piece of property over on the beach near Udupi, and we finally got all the papers on the property, the papers went back almost 500 years. Und als wir dann die Dokumente bekommen haben, als wir diesen ursprünglichen Platz gekauft haben am Strand von Udupi, gingen diese Dokumente bis in die letzten 500 Jahre zurück. And the first deed of the paper says that the land belongs to Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa of the Suratkal Madhva Mud. Und dort drin stand in diesem Dokument, dass eigentlich das Land zu den Kaliya, so einer der Madhva-Traditionen, die auch Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa verehren. So we did some research and found out that after some centuries that mud in Suratkal, it's near okay. It closed. Und diese haben wir dann die Untersuchung vollzogen und haben festgestellt, dass diese Mad, die dieses Stück Land mal besessen hat, zugemacht hat. And the deity was taken to Udupi. Und der ursprüngliche Deity dort, der dort mal war, ist nach Udupi gegangen. The deity was only about this big also. Und der Deity war nicht so groß, war nur so. And if you've been to Udupi and seen the deity of Udupi Kṛṣṇa and looked through, you know how you look through the bars, you look through the little holes and you see the deity. Well, if you look at his feet, you'll see there's a bunch of little small deities there. And one of them, actually two of them, are Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa. And one of them used to own the property, but in 1963, the government took away the lands of the deities in India, all over India, and gave them away to the people, free. So, wenn ihr nach Udupi geht und dort schaut, zu dem speziellen Tempel dort, Udupi Kṛṣṇa, und durch diese Löcher dort schaut, um Kṛṣṇa Darshan zu nehmen, da gibt es an den von der Vigraha und auf den Füßen gibt es einige Deities, und zwei davon ist Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa, und einer von denen ist der ursprüngliche Besitzer von dem Land. Bloß 1963 wurde dieses Land von der Regierung auch konfisziert und wurde eben an die Leute verteilt. Und die haben es dann verkauft. So, when we came to understand all this, that the land used to belong to the deity, and the government took it away when we bought the land, well, you can't give it back to the deity legally. You can't do that in India anymore. You can't make Kṛṣṇa or Narasingha the owner of a property. You have to make a trust. So, you have to make a non-profit organization, or you have to put in a private name. So, es geht nicht mehr so, dass du wie früher, dass man Land sozusagen kauft oder Land dem Deity überschreibt. Du musst in der heutigen Zeit einen Verein, so eine Art einen Verein haben dafür oder so eine Art Trust, damit dieser Platz in Besitz genommen werden kann. So we made a Kaliya Mahārāja Kṛṣṇa trust, and then we established the deity and put the deity back on the property as the owner. So, wir haben sozusagen diesen Kaliya Mahārāja Trust gegründet und haben dort sozusagen Kṛṣṇa wieder als den ursprünglichen Besitzer des Landes. It's as simple as that. It's not due to any deep, searching kind of thing. It's just that's who owned the property. Das ist eine ganz einfache Sache. So, wir haben das Stück Land einfach dann deklariert als das, was Kṛṣṇa gehört. So if you go there and you go in the temple room, small room like this, and you see a beautiful
deity of Kali Maharaja and Kṛṣṇa surrounded by Narasingha Shaligrams. Und wenn du dorthin kommst, wirst du sehen, da gibt es dann eben ganz einfach den schönen Tempelraum, der so groß ist wie dieser Raum. Und dort gibt es dann eben diesen Kali Maharaja und Kṛṣṇa umgeben mit mehreren Narasimha Shaligrams. Now, but it is clear that Narasingha-deva is a Vaikuntha deity. Aber das ist schon klar, Narasingha-deva ist ein Vaikuntha. But there's no place in Vaikuntha where you arrive and the Lord looks like Narasingha-deva. Und es gibt keinen Ort in Vaikuntha, an dem du hinkommst und wo du denkst, oh, das sieht ja aus wie Narasingha, oder Narasingha-deva, wie wir ihn hier sehen. There's a Vaikuntha loka called Narasimha loka, there's Varaha loka, there's Trivikram loka. You'll find all the Das Avatar and way beyond all those names, but if you go there, it's the same form of Vishnu. Und wenn ihr Four-arm form of Vishnu. And that's why always the main deity of Ramanuja and Sri Vaishnava is Ranganath, is the lying or standing Janardhan four-arm Vishnu, because that's the eternal form of Vishnu. Die ewige Form Vishnus ist in Vaikuntha vorhanden und auf all diesen Planeten, Narasingha-loka, Varaha-loka, Trivikram-loka, all dort sind Vishnu-Formen, sind vierhändige Formen und deswegen ist in den Sri Sampradaya oder den anderen Sampradayas dort auch der ursprüngliche Deity ist ein stehender, sitzender oder liegender Vishnu. Now that might sound disappointing to us here, but there it's not disappointing because the mood, the form, the name, the lila are all the same. Das möge vielleicht ein bisschen unzufriedenstellend für uns hier klingen, aber die Schlussfolgerung bei denen bedeutet, dass der Name, die Form ist sozusagen alles das Gleiche. So the Narasingha Bhakta and Narasingha Loka, he's seeing his Lord Narasingha-deva, but not in the same way you see a picture and all that here with that form of, the lion's head. And all the deities don't really have lion's heads anyway, do they? They have something with big teeth and big things like that, but Lord Narasingha-deva's actually got. Do you have that picture, Maharaj? A lion's head. Mm-hmm. Now the artists do that, but usually deities won't do that because they're all stylized according to Chola, Pallava, Ganga dynasty, Udaipur style. All the different styles of art is influencing what we think the Lord looks like. So, also viel. Das sozusagen die let's Konzept. back up. I'll say it. Yeah. Well, No, I can. Oh, you got it? Ja. Das Konzept, was wir uns vorstellen, sozusagen, wie wir Narasingha-deva wahrnehmen durch die Bilder, die wir kennen, und zu dem Konzept, wie es eigentlich dazu gekommen ist, die verschiedenen Einflüsse aus den ganzen verschiedenen Dynastien, von Chola, Pallava bis zu den Gandhas, hat eine bestimmte Vorstellung. Und diese Vorstellung ist eigentlich immer ein Löwenkopf. So, dieser Löwenkopf kann unterschiedlich klassisch oder sehr stylistisch dargestellt werden. It's like if you take a child who's grown up in a Hare Krishna environment, Krishna conscious environment, and I can find at least 100 pictures of Krishna and put them out on a table and ask him which one's Krishna, and he'll look at them and go, they're all Krishna, but none of them look the same. Gibt als Beispiel sozusagen ein Gokul, kleines Kind, was in der Krishna-Bewusstsein-Schule groß geworden ist, wo er viele Bilder von dem Kind auflegt, wo verschiedene Arten von Krishna dargestellt sind, und er wird dann fragen, welche von den Bildern ist denn Krishna, und er wird sagen, ja, ist alles Krishna, aber obwohl diese Bilder alle verschieden sind. So there arises this question, what does Krishna look like anyway? Und da kommt die Frage auf, Which one of those paintings and pictures does he actually look like? Wie sieht denn Krishna wirklich aus? Welche von diesen Bildern, die wir kennen, liegt am nächsten, oder ist Krishna wirklich? And the answer is none. Keiner von denen. And all of them. Und eigentlich alle. Because they carry some of the Shastric traits. He is darkish blue, he wears a peacock feather, he wears a yellow dhoti, he has a certain kind of jewelry. So whoever paints that, then you go, oh, that's Krishna. Also sozusagen die Antwort ist keine oder alle, weil es alle einen Teil sozusagen repräsentieren, die bestimmte dunkle Farbe, die verschiedene Farbe des Dhotis und so einige Aspekte. Once they asked Śrīla Mahārāja, and those of you know who Śrīla Mahārāja is, they asked Śrīla Mahārāja, in the West, there are many white Krishna deities. White Krishna is there. Und mostly, actually. Marble, white. Color is white. But in India, it's almost always black. Right?
einmal hat man Śrīla Mahārāja gefragt, dass im Westen findet man viele Tempel, die Kṛṣṇa haben aus weißem Marmor, aber die meisten in Indien doch eigentlich aus schwarz. Śrīla Mahārāja. So they asked, well, so which, basically which color deity is actually more close, which one is, and they were loading the question. They wanted him to say, in India, where the deities are black, that's original. In the West, they don't know what they're doing or something. They were trying to pull some kind of answer from him. Und so hat man ihn versucht, sozusagen eine bestimmte Frage aus Śrīla Mahārāja rauszulocken oder eine bestimmte Antwort herauszulocken, eben zu sagen, naja, so von wegen im Westen, die wissen nicht, was sie tun, weil die sind ja weiß und die denken, sie wären selber weiß, und in Indien, das ist authentisch, wäre schwarz. In other words, which one of these is closer to the actual color of Kṛṣṇa? Welche von den beiden sind denn wirklich nah an der Farbe von Kṛṣṇa? Das war die Frage. And we would naturally say, well, the black deities, right? Und wir würden automatisch natürlich sagen, schwarzer Deity. But he said, no, the black deity isn't any closer to the color of Kṛṣṇa than the white deities. Aber hat genau das was anderes gesagt. Er hat gesagt, weder das eine noch das andere, also weder noch schwarz noch weiß. There are some poetic expressions of the color of Kṛṣṇa, but it's a color that doesn't exist in this world. It's called Shama. Und da gibt es eine poetische Beschreibung der Farbe, und die sehr nah an der Farbe sozusagen liegt, und die bedeutet Shyam. So for us, in a conditioned state, the black deity is closer to Sham. Für uns but in a liberated state, no color in this world. You could have a blue one, a red one, a green one. None of those colors are actually, they're all within the material world. Für uns aus der bedingten Sicht sozusagen ist Shyam an der dunklen Farbe sehr nah. Aber aus der befreiten Sicht hat weder diese Farben, weder schwarz noch rot noch gelb noch weiß, eine Nähe an Shyam. Now, once I was on a bus in Africa, and I was riding from Nairobi to Mombasa, and I was on this bus, and the bus was just full of Africans, and so I was the only white guy on the bus. So, als ich mal in Afrika war, von Nairobi nach Mombasa, war ich der einzige Weiße in dem Bus, und alles voll mit Schwarzen. So we're riding along, all of a sudden this African guy stands up and he goes, "You be Hare Kṛṣṇa, and you believe that God is black. God is black like me." And he pointed to himself. So, einer stand auf, dann mitten in der Fahrt, und einer der Afrikaner meinte so, du glaubst an einen Kṛṣṇa, der schwarz ist wie ich, und du bist selber weiß. So I was a lot younger and had a lot of passion in those days, so I stood up and I said, "I'm a Hare Kṛṣṇa. God is black, but he's not black like you." Und ich war damals noch etwas jünger und einfach energetischer und habe dann dagegen gehalten und habe ihm gesagt, ich bin zwar ein weißer Hare Kṛṣṇa, und Kṛṣṇa ist zwar schwarz, aber er ist nicht so schwarz wie du, oder nicht halt die gleiche Farbe. So maybe, for, the black people in Africa, maybe they thought that was really cool. The God of the Krishnas is black, When you go to Ethiopia, Jesus is black. Also für die Afrikaner möge die Vorstellung gut klingen, dass Kṛṣṇa schwarz ist, und für die Äthiopier ist Jesus auch schwarz. In most of Europe, Jesus has got blonde hair, blue eyes, and wears a Roman toga. Wonder why. Für die meisten Europäer ist Jesus blondhaarig, blauäugig und trägt eine römische Toga. The dress. The dress. Oh, yeah, okay. The dress like is called a Roman toga. Okay. But in actuality, Jesus had black hair, a black curly beard, probably black curly hairs, rather dark complected, and he wasn't a Christian. Und im Original war Jesus wirklich eher dunkelhäutig, hatte gekringelte Haare und war selber auch gar kein Christ. He was a Jew. Er war ein Jude. So what artists do, and even what people do to Shastra sometimes over centuries, is they change things. Und was Künstler oft machen, oder was auch Leute machen, wenn sie die Shastra erklären, werden oft viele Sachen verändert. In the modern sense, I don't even bother to look at the paintings of Kṛṣṇa and the gopis, because it all looks like
the brahmacharis and brahmacharinis from Los Angeles. Wenn ich mir die Bilder oft angucke, auch von dem materiellen Standpunkt aus, dann erscheinen sie mir eher so wie die Brahmachari und Brahmacharinis aus dem Los Angeles Tempel. They look very, very westernized. Sie sehen sehr westlich aus. In fact, if you're really keen, you can go, oh, that's Mukunda's daughter, that's so-and-so's daughter. Because what they would do is they would take a picture, dress up the girls and the boys, dress them up and pose them, and then take that picture. Now everybody can go, and the artists have the picture, and they work from a picture. In manchen Bildern kann man sogar erkennen, dass die von bestimmten Devotee-Kindern abgemalt sind und was die oft machen, ist, dass sie ihre Kinder ankleiden, eine bestimmte Pose hinstellen, fotografieren und dann nach diesen Vorgabe malen, diese Bilder von Kṛṣṇa. Now there's a very famous picture of Mother Yasoda and Kṛṣṇa. It circulates in the Western world. It used to be very, very popular. I don't know where it is now in popularity, but it's in ISKCON. And Mother Yasoda has got jet black hair. She's beautiful sari, and she's robust in her build, and she's got Kṛṣṇa on her lap, and she looks like, I don't know, she could be anywhere from 22 to 28 years old, according to that picture. And Nanda Maharaj is this strapping young man with a nice mustache, and he's got a nice turban. Mother Yasoda and Nanda Maharaj, have you seen that picture or some of those pictures? Es gibt so ein ganz berühmtes Bild, wo Mutter Yashoda mit Nanda Maharaj ganz edel dargestellt wird, so in ihren Mit-20ern und voll Leben sprießen sozusagen. But when Kṛṣṇa appeared, Mother Yasoda is already about 58 years old. She has gray hair. Nanda Maharaj has a beard like this gentleman here in the back. He looks more like this man than he does like, younger, he looks more like this man than this man. So, in dem Originalen war Yashoda aber eigentlich schon viel älter. Sie war ja um die 50 und so ähnlich mit 58 So Jahren. at a point, you may find yourself really disinterested in pictures of Kṛṣṇa, actually. It finally settles in that none of these pictures look like what they're supposed to be. But it reminds you of what that is. But it may remind you in a correct way or in an inappropriate way even. Some of the Hindu art is inappropriate. It communicates lust, loses purity, and carries lust. And that's why in India, all the old art of Kṛṣṇa is so stylized, even if it's lusty, there's no lust there. Understand? Kṛṣṇa's got a big long, like in Rajasthan, we call Rajasthani art. It's Kangra, Pichwai, there's all these different styles. It's so stylized that it takes it out of the realm of your senses. Wenn wir heute die modernen Bilder sehen, dann sehen wir viele Bilder da, wo er eigentlich kaum Interesse daran findet, weil viel lustvolle Gefühle in diesen Bildern stecken und eigentlich nicht ein spezieller Stil, der dahinter ist, wie in klassischen Bildern, was man sieht, die alten Bilder aus speziellen Gebieten wie Rajasthan, Rajasthani-Style, wo zwar vielleicht auch eine Art von Lust vorhanden war, aber die durch diese Bilder sich einfach nicht richtig manifestieren kann, weil die in einem klassischen Stil gemalt sind. So in the end, Śrīla Maharaj's comment was, we are not a picture-looking religion. Und dann schlussendlich Śrīla Maharaj sein Kommentar war dazu, wir sind keine Bilderschauer-Religion. In other words, we don't put our Projection. Yeah, our what? Projection. Yeah, we don't put our concept in the pictures, and particularly we don't let the pictures put the picture concept into us as to what is Kṛṣṇa. But we deal with the pictures appropriately. You don't hang a picture of Kṛṣṇa in the shower room or something like that. You put it where it's a proper place. But we don't put our heart and soul in pictures. So, wir mögen zwar mit den Bildern gut umgehen, wir würden sie nicht in die Dusche hängen, aber wir lassen diese Bilder nicht in unser Herzen so tief einsinken, dass wir unser Konzept davon abhängig machen. Unser Konzept. So, we have sometimes one of the criticisms that floats around about Narasingha Mahārāja and his ashram is they have too many deities.
Eine dieser Kritiken, die er sich ausgesetzt fühlt, ist, dass er zu viele Deities hat in seinem Ashram. That is true. We have Und more deities than we have devotees. wir haben mehr We have more Deities, deities than we have people in this room right now. wir haben mehr Deities als sozusagen Leute auf unserem Ashram leben. And some of them are big. Und unsere sind teilweise sehr groß. Mhm. And some of them are really small Und also. manche sind ganz, ganz klein auch. So, but generally one's iṣṭa-deva should be given. One's iṣṭa-deva should be given by one's guru. It's not the duty of the disciple to pick the deity worships, actually, and then ask the guru if it's okay, the way it's supposed to be. But we're way past traditional ancient times. But in traditional ancient times, the guru gives the deity to the disciple, not the other way around. Eigentlich ist es so, dass der Guru sozusagen den iṣṭa-deva an seinen Schüler weitergibt und nicht der modernen Tradition, wie wir das jetzt oft kennen, dass wir sozusagen ein Deity auswählen und damit dann zum Guru gehen und sagen, okay, das ist mein Deity. Yeah, so, but what happens now is it's so big and spread all over the world, so devotees will look at, for example, many people in ISKCON, they'll have a Kṛṣṇa Balaram deities. Und also das Kṛṣṇa-Bewusstsein hat sich so weit verbreitet, dass wir jetzt überall finden, auch Leute mit Kṛṣṇa Balaram Deities. Why? Wieso? Why do they have Kṛṣṇa Balaram deities? Because Prabhupada established this big Kṛṣṇa Balaram temple in Vrindavan, and he said, Vrindavan is my home. Wieso? Weil Prabhupada hat Kṛṣṇa Balaram Tempel in Vrindavan etabliert und er hat gesagt, das ist mein Zuhause. So many devotees in India, you'll find you go somewhere and they have Kṛṣṇa Balaram deities, Kṛṣṇa Balaram. For that reason, there's a reason. They see what some preference or some attraction in the guru or in the acharya, and they will then mirror that. Und sie sehen sozusagen eine spezielle Anziehung durch den Lehrer, den sie haben, und durch das widerspiegelt dann sich sozusagen in die Verehrung auch von Kṛṣṇa Balaram. There are certain things that you can see in the acharya and you can imitate, but then there are other things that if you see in the acharya, you shouldn't imitate. Es gibt viele Dinge, die man sich seinem Acharya abschauen kann oder eben nachkopieren kann, aber es gibt einige Sachen, die sollte man nicht nachimitieren oder nicht imitieren. So, Gauḍīya deities include Shiva Lingam, Narasingha, Radha Kṛṣṇa, Gaur-Nitai, Gaur-Gadadhar, Jagannath, Subhadra, and Baladev, Jagannath alone, Mahāprabhu alone. Mahāprabhu with Radha and Kṛṣṇa is actually the highest iṣṭa-deva of the Gauḍīya line. From the line of Rupa Goswami, Mahāprabhu, the highest form is not Radha Kṛṣṇa. And it's not Radha Kṛṣṇa in the Aśṭa-Shaktis as they are showing in Mayapur in a $60 million temple. When it's all done, they still haven't shown the highest conception. In der Gaudiya-Tradition haben wir also sehr viele Formen, die wir verehren. Angefangen vom Shiva-Linga über Narasingha Mahārāja und einzelnen Jagannath bis Gaur-Gadadhar und Radha Kṛṣṇa mit Mahāprabhu zusammen. Und das Konzept sozusagen ist nicht, dass Radha Kṛṣṇa mit den Aśṭa-Shaktis die höchste Form, das höchste Konzept der Verehrung ist und die jetzt in Mayapur verehrt werden, wo 60 Millionen großes Projekt steht und sie aber selbst nicht geschafft haben, das höchste Konzept zu geben auch. The original deities that Prabhupada established in Mayapur were known as Gaur Radha Madhava. Mahaprabhu standing with Radha Madhava. Die Originalkonzept, was Prabhupada installiert hat, dort ist Radha Kṛṣṇa mit Mahaprabhu zusammen. And this is what this deity represents. What Ramananda Roy saw on the bank of the Godavari River in his conversation with Mahaprabhu when Mahaprabhu revealed his identity. This deity form of Mahaprabhu and Radha Kṛṣṇa represents that highest realization. So dieses Konzept, was Prabhupada dort installiert hat, ist die höchste Realisation, die Ramananda Roy damals in der Konversation mit Ramananda Roy am Godavari-Fluss in Südindien erfahren hat, und das repräsentiert ja das höchste Konzept, so Mahaprabhu mit Radha Kṛṣṇa. Mm-hmm.
And so it's Bhaktisiddhanta who establishes this form, this iṣṭa-deva. Und das ist Bhaktisiddhanta, der diese Form der iṣṭa-deva installiert hat. In Mayapur, Prabhupada established that way, and in Calcutta, because that's the heartland of the Gauḍīyas. So he established his guru's contribution. He carried forth that contribution, like some people carry forward Kṛṣṇa Balaram deities. Well, Kṛṣṇa Balaram is not the highest theistic conception, but Gaur Radha Govinda is. So, Mahāprabhu hat dieses Konzept, Prabhupada hat dieses Konzept nach vorne getragen, indem er Gaur Radha Madhava nach vorne von seinem Lehrer sozusagen installiert hat in dem Hauptland der Gauḍīyas, eben in Mayapur und in Kalkutta. Und nicht oft die Vorstellung wäre Radha Kṛṣṇa als Kṛṣṇa Balaram. But now it's possible to go there to that Chandadoya Mandir and spend 10 years, and when you leave I ask you what's the main deity, and you will not tell me the right answer because it's been destroyed. Und in der heutigen Zeit ist es so, du gehst dahin nach Mayapur, wirst vielleicht sogar bis zu 10 Jahren dort leben, und wenn ich dich danach frage, was ist der Hauptdeity dieses Tempels, kann es gut sein, dass du mir eine falsche Antwort gibst, weil dieses Konzept irgendwie zerstört wurde. Now the deities are Radha Madhava and Astashaki, and they're like taller than any man in this room, you know, they're over 2 meters tall, they're huge, the altar goes from there all the way over there. And a $60 million temple that falls short of the highest theistic conception that's yet been revealed to the inhuman society. Wir haben jetzt das Konzept so, dass es da Radha Kṛṣṇa und die Astashakis, also die 8 Gopis sozusagen, größer sind als jeder Mensch, den wir hier im Raum haben, installiert wurden, und dieser 16 Millionen wertvolle Tempel hat es nicht geschafft, sozusagen das höchste Konzept zu präsentieren. But in Mayapur there are also many humble little temples, Gaudiya temples and such things, and in almost every one, I haven't been there lately, but in almost every one of those, particularly from the time of Prabhupada and his godbrothers, you will find represented in the deity the highest theistic conception that has yet been known to human society. Even the temples are small, they have the highest Gaudiya conception represented in Gaur Radha Govinda, Gaur Radha Shamsundar, however, they have that. Aber wenn ihr in den kleinen Gaudiya-Tempeln suchen werdet oder euch reinbegebt, und dort werdet ihr dann schon dieses höchste theistische Konzept vorfinden, so wie es Bhaktisiddhanta propagiert hat, eben als Gaur, Radha Shamsundar oder Radha Madhava oder verschiedene. So what is lacking and what is necessary is paying attention to details. So was oft fehlt, ist so das Desinteresse oder das Fehlen von das Schauen nach Details. It means we should observe very closely what our guru does and try to understand. And we must observe our tradition. Wir sollen schauen, was unser Guru wirklich gemacht hat, und wir sollen auch schauen, was die Tradition uns mitgibt. There's a saying, and I don't know if I get this exactly right, it's in the material world, they say a civilization without a history is no civilization at all. Das heißt, dass eine Zivilisation ohne Historie keine wirkliche Zivilisation ist. So what is our history? What is our parampara history? Was ist unsere Historie? Was ist unsere Parampara-Historie? Well, for some people it began in 1965 when Prabhupada stepped off the Jaladuta. Für manche Leute möge es beginnen 1965, als Prabhupada von der Jaladuta heruntergestiegen ist in Amerika. But much to their surprise, it goes much farther back than that. Aber zu ihrer Überraschung geht es viel weiter zurück. Especially it's important to observe our tradition back at least to Bhaktivinoda Thakur. Und es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, auch wenigstens bis zu Bhaktivinoda Thakur zurückzugehen. And it goes all the way back to Mahāprabhu. It goes far back. It goes very far back. Und es geht eigentlich zurück bis Mahāprabhu und geht noch eigentlich viel, viel weiter zurück. Now you all are familiar, I'm sure you've heard at least, how you understand it, but you at least have heard the expression, everything is in Prabhupada's books. Ihr habt bestimmt das schon mal gehört, dass alles in Prabhupads Büchern ist. Right? Have anybody heard that before? Hat jemand das von euch schon mal gehört? Ja. So I agree. Und da
sage ich auch ja zu. But I can give you questions all day long. I can write 100 questions, at least 100, and you can't find the answer in Prabhupada's books. You will have to go to Rupa, Jiva, Sanatan, Bhaktivinoda, Vishwanath. You will have to go there for the answer. For example, what do you do when your guru bloops? Und ich kann dir trotzdem 100 Fragen aufschreiben und du wirst keine Antworten im Buch von Prabhupada finden, sondern du musst zurückgehen auf Jiva und Rupa Goswamis Handschriften, um dann sozusagen diese 100 Fragen zu beantworten. Und ich könnte dir eine jetzt schon sagen, was ist, wenn dein Guru blubbt oder wenn er weggeht? So the problem is, we haven't paid enough attention to detail, and therefore there are, in certain quarters of Vaishnava world, many unanswered questions, much confusion, and wrong opinions. Und deswegen, weil wir nicht auf die Details geschaut haben, kommen wir dazu, dass wir viele Misskonzepte, also Fehlkonzepte haben und falsche Sichtweisen entwickelt haben darüber. Now the Bhagavatam is in 12 cantos, and depending on how you wrote it in your house, if you have the Prabhupada's Bhagavatam, it's about this big, right? This much big. Also wenn ihr das Bhagavatam habt vom Prabhupada, dann hat es eine bestimmte großes Volumen an Büchern. But everything is in the first verse. Doch eigentlich ist alles im ersten Vers. It's called the Samadhi of Vyas. Das heißt eigentlich der Samadhi von Vyasadeva. And the rest of it is just unpacking Der Rest ist eigentlich nur das what Vyas gives in the first Aufmachen. verse. Was alles im ersten Vers enthalten ist, ist eigentlich nur das Öffnen, ja, oder das Aufbauen. Oder You have 4 Sanskrit lines, and everything, the Samadhi of Vyas is in those 4 Sanskrit lines, but in order to understand it, he explains it in 12 cantos. And then we require the commentary of not just one, but numerous acharyas. Otherwise, we're just looking at it, scratching our heads. We have no idea. So eigentlich sind es diese 4 Verse oder ein Vers, die in 4 Linien geschrieben ist der Ursprung des Bhagavatams und der sozusagen sich dann entfaltet in den 12 Kantos mit verschiedenen Kommentaren von verschiedenen Acharyas, um dann den wirklichen Kern zu verstehen. So you can both support that statement, everything is in Prabhupada's books, certainly Kṛṣṇa is present there, so much way of practice and understanding and everything is there. But the first mistake is, these are not his books. Doch wir können schon diese Sache auch irgendwie unterstützen und sagen, dass alles in Prabhupads Büchern ist, aber das erste Konzept ist auch zu verstehen, dass es nicht sein Buch ist. What many devotees would be surprised to do is take the original Bhagavatams with Sanskrit commentary. Particularly you can look at the Nectar of Devotion. This is an easy one to do. Und selbst wenn wir sozusagen die um das herauszufinden, ist es auch so, dass wir die Original-Sanskrit-Texte uns nehmen und speziell auch Nektar der Hingabe. Und das ist ein ganz relativ einfacher Text. So, but we say Prabhupada's Nectar Devotion, but it's actually Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Das ist eigentlich sozusagen, dass wir sagen Prabhupads Nektar der Hingabe, aber eigentlich ist es von Rupa Goswamis Bhakti Rasamrita Sindhu. Yeah. So, if you do a study, say that book is this thick, say it's 250 pages, 25 or 30 pages are written by Prabhupada, and the rest of it's just a translation of what previous acharyas have already said. Some paragraph is the verse, the next paragraph is a translation of Jiva Goswami's commentary. And it goes on and on and on, and page after page after page, and all of a sudden, oh, look, here's a paragraph, and that's what he wrote. Original. Everything else is translation. So when people say Prabhupada's books, well, yeah, they're Prabhupada's books, but we should understand how those books evolved and what's in those books and where they come from and who else has got their hand in those books. So, wenn wir ganz praktisch an diesem Beispiel bleiben und sehen sozusagen den originalen Sanskrit-Text und dann die Übersetzung davon kommt oft von Jiva Goswami und der hat eigentlich wirklich da seine Finger drin oder seine Übersetzung drin gehabt und dann ein paar Paragraphen oder ein paar Zeilen, die dann direkt von Prabhupada
mit eingefügt sind und wir müssen es verstehen, das ganze Konzept auch. So somebody might think, oh, this is I don't know if I can hear this. It sounds like they're minimizing Prabhupada. Und es gibt einige Leute, die werden sagen, oh, ich glaube, ich kann das nicht mal zuhören, weil sie Prabhupada irgendwie minimieren oder heruntersetzen von seinem Thron. That's not a minimization. This is a clarification. Und das ist keine Art von herunterspielen, sondern es ist einfach nur das Klarstellen. You know, there are many things that have gone on over the years. Here, I'll give you a very popular one. You must have. If you were, who's ever here been in ISKCON before? Raise your hand. Lived in. Not when you were 3 years old. when you were a young adult. He always does that because his mother was in ISKCON. So he was never in ISKCON. You know, okay, a good number of us have been in ISKCON. Also wer von in ISKCON nicht war, ja. Books are the basis. Preaching is the essence. Purity is the force, and utility is the means. Prabhupada never said that even once. Not even once. Now I tell you the story of where that came from. First that. Kannst du das mal richtig schön ins Deutsche Books are the übersetzen? basis. Books are the basis. Es gibt diesen Spruch in ISKCON, wo jeder denkt, das hat Prabhupada gesagt, die Bücher sind die Grundlage, Reinheit ist die Kraft. Utility is the force. Utilities, purity is the force, utility is the means. Ist das Mittel. Und der ist sofort dran. Yeah, books are the basis, preaching the essence. Bücher sind die Grundlage. So these two, books are the basis, preaching the essence. These became like, you know, this has been spoken in thousands of Bhagavatam classes. It's been written in hundreds of Sankirtan newsletters. It's been logoized. It's been shouted, sloganized, and everything. But the fact is, Prabhupada never, ever said it even once. He never wrote it, never said it, never read it. Well, where did it come from? Es gibt speziell diese 2 Paragraphen, Bücher sind die Basis und Predigen ist Kraft, die Kraft. Und es wird tausende Mal verbreitet und auch Klassen gesagt und in Magazinen gedruckt, aber das hat Prabhupada nie gesagt, nirgendwo, es ist niedergeschrieben, doch woher kommt es nun wirklich? So it came like this, and you can research this if you have the Bhaktivedanta database. You can actually research it. You can find the conversation where this comes from. Und du kannst sozusagen in dem Bhaktivedanta Database nachschauen und findest dann, wo das eigentlich wirklich herkommt. So one day, I believe it was in Mayapur, but I might be wrong on that. An einem Tag in Mayapur, ich denke mal, es war in Mayapur. Some devotees were sitting in a room with Prabhupada, and one devotee, his name was Rameshwara. Und die haben mit mehreren Devotees zusammengesessen und Prabhupada war mit dabei und einer der speziellen Devotees, Rameshwara. So Rameshwara says, Prabhupada, I found a very nice Chinese poem. And I'd like to read it to you. Und dann hat er Prabhupada angesprochen, meinte Prabhupada, ich habe ein ganz schön chinesisches Spruchvers gefunden. So he had a translation of a part of a Chinese, he called it a poem, but maybe it's not a poem, maybe it's something out of some Chinese wisdom. Und es war eine Art von chinesisches Weisheitsspruch sozusagen, dass er dann. So then he reads, books are the basis, preaching is the essence, purity is the force, utility is the means, and Prabhupada goes, once. 2 hums, that's like nothing, not a zip, zilch, nothing, just and that's all. And then that gentleman, he liked it so much, and he was in charge of the Sankirtan newsletter, so it just went out into the world, and everybody assumed that Prabhupada backed this, sponsored this, said this. And the fact is, he just said, what's next? And that was it. That was it. So, als dann eben der Rameshwara ihm diesen Vers vorgelesen hat und es dann eben so geändert hat, dass es eben ideal ist, was wir auch gerade vorgesagt haben, diese 4 Säulen, dass Bücher sind die Basis, Predigen ist die Essenz und so weiter. Die anderen beiden habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber dann hat Prabhupada nur darauf kurz kommentiert, er hat es nicht sozusagen irgendwie gesagt, toll oder super, sondern hat einfach nur ein kurzes Comment gemacht mit Him. Und Rameshwara hat es aber so gemocht, dass er es dann als was Prabhupada gesagt hätte, als er es unterstützt hätte und überall verbreitet in der Buchverteilungsbewegung. He didn't say, oh, this is very nice, we also think like this. He didn't say, oh, this is very nice, we should use this. Oh, I like this. He said,
nothing. Prabhupada hat weder das unterstützt, noch hat er das gesagt, oh super, das müssen wir irgendwie fördern und habe ich der gleichen Meinung und so, sondern Prabhupada hat gar nichts dazu gesagt. So, it sounds good. Books are the basis. Are they? Ja, das klingt gut. Are they the basis of your spiritual life? Books sind die Basis. Chaitanya? Ist das wirklich deine Basis? Bücher? Books are the basis? Bücher No, sind die they're the Basis? basis of your spiritual life. Sind die Basis Okay. des spirituellen Lebens? Nein. Preaching is the essence. Sounds good. Preaching ist die Essenz. Das klingt gut. Is it? Wirklich? Been doing any preaching lately? Hast du irgendwas... You're missing the essence, you know? Hast du da... They all sound good, but if you actually scrutinize them, this isn't our philosophy at all. Und wenn du Except books are the basis, Guru, Sadhu, Shastra. Shastra has a basis reality in our spiritual life. But it's not the total basis. It's just in the basis. sozusagen, wenn wir diese 4 Verse da auseinandernehmen, und können wir feststellen, dass sie sehr wenig mit unserem eigentlichen spirituellen Leben zu tun haben. Denn zwar Bücher sind die Basis, sie Sadhu Sangha und also Sadhu und Sangha, und Bücher gehören sozusagen als die 3 Säulen des spirituellen Lebens schon dazu, aber sie sind nicht nur sozusagen. So one day, some of my brothers visited me, sannyasi god brothers, Prabhupada disciples, and they asked me, well, if you were given the chance to express what you thought, would be a good step for ISKCON, for improving, ISKCON, what would you suggest? Und einer meiner Gottbrüder hat mich mal besucht und hat mich gefragt, ja, also was wäre denn jetzt gut, was du vorschlagen würdest, um ISKCON wieder besser zu machen und es voranzutreiben? Was würdest du ihnen vorschlagen? So the first thing I said just ended the conversation. Und das erste, was ich dann gesagt habe, hat die Unterhaltung gleich beendet. I said, first thing is I tell everybody, stop preaching. Ich würde erst sagen, als erstes, hört auf zu predigen. And one of them goes, well, preaching is the essence. Und dann gleich würde einer sagen, oh, Predigen ist die I Essenz. said, no. Practice is the essence. Dann ich würde sagen, It's Praxis so ist die Essenz. bizarre. Now, just everybody just shut up, go home, everybody be Kṛṣṇa conscious for a few years. Seid mal Really Kṛṣṇa get bewusst. something in your heart, get something in your community, and then go out and share that with the world. Und dann, But no chance, because then there'd be no income. No collection. und dann hat er vorgeschlagen, nehmt mal Kṛṣṇa-Bewusstsein mit in euer Herz und geht mal nach Hause und seid Kṛṣṇa-bewusst zu Hause. Und dann kommt ihr, teilt es mit der Gemeinde und mit den Menschen um euch herum.